Ja, hallo Leute, mein Name ist Thilo. Die meisten von euch kennen bis jetzt nur meine Hände und die Onboard-Videos. Deswegen wollte ich jetzt das lang erwartete Walkaround-Video zu dem Cupra mal machen. Wollte euch das Auto mal vorstellen. Jetzt ist es schon sehr frostig geworden. Die Saison ist momentan ja dem Ende hinzugegangen. Jetzt haben wir schon die ersten Bauarbeiten auf der Strecke und somit wollte ich euch das Auto jetzt mal vorstellen. Es gibt ja eigentlich keinen besseren Platz dafür als am Nürburgring. Ihr seht es da oben, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden und dann geht's los. Schauen wir uns das Auto mal im Detail an. Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen außen mal an. Wir haben ja hier den 2015er Cupra, ehemals ein 280er. Den haben wir natürlich jetzt über die Jahre stark modifiziert, würde ich mal sagen. Wir haben hier vorne die Originalhaube. Die meisten von euch hatten vermutet, dass das irgendwie eine Carbonhaube ist. Das ist von Räder Motorsport wunderbar umgebaut worden mit einer originalen Carbon TCR-Hutze, damit da einfach ein bisschen besserer Airflow durch den Motorraum zieht. Wir haben dann ATS-Felgen, das ist die ATS GTR. ATS gibt es ja leider nicht mehr, aber die Felge hält und hält und hält. Die ist mega stabil. Das ist die originale Brembo-Bremse aus dem Performance-Paket. Die funktionierte eigentlich wunderbar. Das Problem dabei sind nur die Scheiben gewesen. Die haben wir dann getauscht. Das sind 376er PFC-Scheiben. Die kann man über MTM erwerben. Die haben die da im Programm. Das ist eine leicht größere Scheibe und das funktioniert in der Verbindung wirklich sehr gut. Momentan haben wir da Pagid-Bremsbeläge drauf. Ich meine, das wäre der RST3. Für die Brembo-Bremse gibt es noch eine kleine zusätzliche Option. Da kann man Edelstahl-Bremskolben verbauen. Das verlinke ich euch mal unter dem Video. Ja, aktuell fahre ich den Yokohama, den A052. Das ist momentan wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zu dem Dunlop Direzza. Der ist momentan nicht so gut verfügbar. Deswegen ist der A052 von Yokohama wirklich da eine sehr gute Alternative. Wie ihr schon erkennen könnt, haben wir auch deutliche Verbreiterung. Ja, ich zeige euch mal hier auf der anderen Seite die Kotflügel. Das kann man hier etwas besser erkennen. Das sind GFK-Kotflügel. Von Mücke müssten sie sein. Somit haben wir einfach eine deutliche Verbreiterung auf der Vorderachse bekommen. Und ja, der Spalt gehört so. Das ist für eine bessere Entlüftung. Und sieht von vorne wirklich bullig aus. Wer das Auto schon mal im Rückspiegel gesehen hat, weiß, was ich meine. Von FLS Performance haben wir dann hier vorne noch die Lippe dran gebaut. Ich finde, die sieht echt klasse aus. Ja, auf der Rückseite haben wir den dicken Spoiler. Also das ist von JE Design in der Basis. Leider gab es den Spoiler nicht für den Zweitürer, den gibt es leider nur für den Fünftürer. Aber da haben wir die Möglichkeit gefunden, dass es da eine Sonderanfertigung extra für das Fahrzeug gab. Ich glaube, den gibt es nur zweimal. Hat leider auch einiges gekostet. Aber das Geniale ist, dass man den Spoiler verstellen kann. Momentan sind wir hier im High-Speed-Mode. Den kann man aber auch wirklich sehr viel steiler stellen für mehr Downforce. Ja, im hinteren Bereich habe ich teilweise noch ein paar Carbon-Parts. Das hat natürlich nur was mit der Optik zu tun. Also das ist nur laminiert.
Unten drunter haben wir dann noch einen Diffusor verbaut und die schönen Endrohre vom RS3. Als Auspuffanlage haben wir hier die Milltec-Anlage drunter. Kann ich euch auch mal unten drunter verlinken im Detail. Ist nicht die allerlauteste, aber ist legal in der Zusammenhang eingetragen. Ich zeige euch gleich mal den Fahrzeugschein, der hat einige Seiten. Hier bei der hinteren Bremse gibt es auch eine lustige Anekdote. Ihr seht sie fast nicht. Bei dem Performance-Paket ist es so, dass hinten auch eine innenbelüftete Bremsscheibe verbaut war. Allerdings haben wir das Auto ja ordentlich erleichtert auf der Hinterachse. Das zeige ich euch gleich mal von innen. Und da hatten wir ab und zu mal ABS-Probleme, der hat hinten überbremst. Und wir haben eine kleinere Bremsscheibe verbaut. Das ist die kleine Bremse vom 5er Golf GTI. Und das klappt von der Bremsbalance wirklich wunderbar. Ja, wie ihr seht, der Cupra steht wirklich sehr gut da. Also die Räder stehen sehr, sehr genau und sehr eng in den Radkästen. Da haben wir ein KW Clubsport verbaut, das ist das Dreifachfahrwerk. Neben der Zug- und Druckstufe kann hier auch High- und Low-Speed eingestellt werden. Und dementsprechend bin ich da happy, dass wir hier mit Räder Motorsport da den perfekten Partner haben. Das ist hier eine Tochter von Manthey Racing und die sind hier am Nürburgring zu Hause und haben dann neben der technischen Erfahrung natürlich auch absolute praktische Erfahrung, was ich persönlich dann immer wichtig finde, wenn man dann schon ein Setup hier am Ring oder für den Ring einstellt. Neben dem Fahrwerk wurde hier sogar ein rundrum Uniball-Lager verbaut, macht das Ganze auch nochmal viel steifer. Und es ist wirklich so eine Art Kart-Feeling, was man im Fahrzeug hat. Also da gibt nichts mehr nach, sehr, sehr präzise und genaue Lenkung. Und neben dem Uniball-Lagern ist ein anderer Achsstand noch verbaut worden. Und auch das ist wirklich deutlich spürbar. Muss man natürlich mal live erlebt haben. Das Auto fährt sich wirklich wahnsinnig gut. Auch wenn man teilweise aufgrund der Leistung schon spürt, dass das Auto nicht ursprünglich für den Speed gebaut wurde. Ja, die Front ist bei dem Fahrzeug ja fast das Wichtigste. Also bei einer gewissen Leistung, die wir noch nicht verraten, ist es ja so, dass wir wirklich da sehr viel Kühlung brauchen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wir haben deswegen vorne die Gitter ohne Cupra-Logo, wie ihr hier seht. Zusätzlich gibt es hier an der Seite noch auch extra angefertigte Seitengitter mit einer Luftführung. Und wir haben hier die Besonderheit, dass wir alle Kühler thermisch getrennt haben. Also normalerweise arbeitet das Fahrzeug ja mit einem Wärmetauscher. Da funktioniert es so, dass das Motoröl, Wasser und auch das DSG eigentlich alles miteinander verbunden ist. Ich zeige euch das gleich mal im Motorraum. Das haben wir alles getrennt. Also wir haben einen eigenen Ölkühler fürs DSG. Wir haben einen sehr großen Wasserkühler von CSF verbaut fürs Wasser und zusätzlich noch einen sehr großen Ölkühler. Den könnt ihr hier vorne erkennen. Auch da nochmal einfach davor gesetzt vor den Ladeluftkühler. Der ist natürlich auch von Wagner, auch ein großer Ladeluftkühler. Ja, das war es soweit von den Anbauteilen. Ich würde sagen, dann machen wir mal die Haube auf. Ja, zum Motor selbst. Hier ist ein Rennmotor von Bartek Motorsport verbaut worden. Wir haben da sehr viele Experimente und leider auch negative Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. So, und jetzt haben wir hier endlich mal was Ordentliches drin. Das ist also ein komplett neu aufgebauter Motor mit allem Pipapo. Da werde ich noch mal ein gesondertes Video zu machen. Da werden wir Bartek mal besuchen, dass er uns da mal genau die Innereien erklärt, die er da verbaut hat. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Das lade ich gesondert nochmal hoch.
Also der Motor, der geht wirklich wie Hölle. Das ja, ist schon heftig. Ich blende euch mal ein paar Fahrdaten ein, beziehungsweise wenn ihr die Nürburgring Nordschleife kennt, mal so 2 Punkte, wo ihr mal so einen Speed vergleichen könnt. Das ist schon der Wahnsinn. Ja, zuerst mal 100, 200, 7,1 Sekunden, würde ich mal sagen, ist ein Top-Wert. Ja, zum Schwedenkreuz hin erreicht der Cupra 2,62 und die schnelle links, das Kesselchen rauf, knapp 2,30 und nach oben hin 2,38. Beides natürlich GPS-Speed, ist der Hammer. Von Racing Line haben wir natürlich den Catch-Tank verbaut, bei dem Auto ganz wichtig, damit er die Öldämpfe nicht verbrennt. Bartec Zündspulen. Ja, die Gewichtsoptimierung darf natürlich auch nicht fehlen. Deswegen haben wir hier eine Lightblocks verbaut. Ihr seht es hier, nicht nur vom Platz nimmt die weniger Platz in Anspruch, sondern ist wirklich mega leicht. Ich glaube, das sind ca. 17 Kilo, die man alleine spart, nur mit dem Tausch der Batterie, was gerade auf der Vorderachse natürlich viel ausmacht. Ja, von Racing Line ist dann auch die R600 Ansaugung verbaut worden. Auch das ist hier vorne noch ein bisschen optimiert worden, dass wir da eine bessere Luftzufuhr haben. Mit Silikonschläuchen ist natürlich auch alles ausgetauscht worden. Von außen sieht man es ja nicht. Wir haben hier hinten auch einen anderen Turbo verbaut. Da ist der LM500 von der Ladermanufaktur, der von Bartec Motorsport eingebaut wurde. Und das klappt wunderbar. Auch hier mit der Bull X Downpipe muss ja alles eingetragen werden. Und so haben wir das wunderbar gelöst. Ja, damit auch wirklich der allerbeste Luftstrom gewährleistet wird, haben wir neben den großen Kühlern, die alle verbaut worden sind und der thermischen Trennung, dann zusätzlich auch noch die Klimaanlage rausgeschmissen. Das hat wirklich enorm viel gebracht. Also man hat wirklich von einem Moment auf den anderen gemerkt, dass die Temperaturen deutlich nach unten gegangen sind. Jetzt kann die Luft wirklich wunderbar zirkulieren. Und genau das brauchen wir natürlich auf dem Ring. Hier unten seht ihr den Wasserkühler. Der ist von CSF. Und ja, mehr kann man von außen schlecht sehen. Wir schauen mal hier unten, ob ich euch das zeigen kann. Ja, da sitzt der Ölkühler. Beim Ölkühler haben wir Folgendes gemacht. Wir haben den zwar mittig davor gesetzt, haben aber da noch einen Luftkanal geschaffen, sodass da die Luft einfach viel besser durchzirkulieren kann. Und jetzt sind die Werte auch wirklich top. Wenn wir auf der Nordschleife unterwegs sind, ist es so, dass der Motor wirklich sich sehr stark auch seitlich bewegt. Das konnte man an den Motorhaltern schon erkennen. Die waren dann ab und zu durch. Somit ist hier ein verstärkter Motorhalter verbaut worden, auch von Racing Line. Das klappt wunderbar. Soundtechnisch hat sich auch nochmal verändert. Also die Motorvibrationen übertragen sich damit natürlich ein bisschen mehr auf den Rahmen. Hört sich aber wirklich genial an. Und das sind auch die Veränderungen, die ihr sogar in den Videos gehört habt, als ihr gesagt habt, der Motor würde sich etwas aggressiver anhören. Ja, Haube haben wir aufgemacht, dann machen wir doch auch mal die Heckklappe auf. Wie ihr seht, seht ihr nicht viel. Innen ist natürlich alles entfernt worden, Dämmmaterial und so weiter, Türverkleidungen oder Seitenverkleidungen. Hier hinten gibt es eine Helmbox. Gerade hier in der Eifel darf hier die Jacke auch nicht fehlen. Ein Schluck Öl, logischerweise. Und der Helm. Ja, und dann haben wir hier einen ominösen Kanister. Da haben wir mal einen Versuch gestartet und haben einen Watersprayer vorne installiert, der vorne die Kühler mit einem Wassernebel besprüht, dass wir da auch noch ein bisschen bessere Kühlung bekommen. Hat sich aber jetzt nicht so rausgestellt, als wenn wir da große Erfolge mit erzielt hätten. Also deswegen ist nur noch der Tank da. Ja, in der Helmbox haben wir dann auch ein paar wichtige Papiere hinterlegt. Wie ihr seht, ist der Fahrzeugschein. In Deutschland muss man ja alles wunderbar eintragen lassen.
Hier haben wir nicht nur eine Seite, 2 Seiten, 3 Seiten, 4 Seiten inklusive Nachträge. Also alles sauber eingetragen und ist so ein kleines Heftchen. Das kennt ihr ja in anderen Ländern vielleicht eben nicht so, aber in Deutschland muss ja alles seine Ordnung haben. Ja, wir sehen jetzt hier den Käfig. Das ist ein geschraubter Vichas-Käfig, der von Redder Motorsport eingebaut wurde. Und von hinten schauen wir dann mal auf die Sitze. Die zeige ich euch gleich mal von vorne. Ja, ihr seht ja die Farbe Blau sehr oft am Auto. Ich habe dann mal versucht, eine blaue Abschleppöse zu finden. Als die dann mit der Post kam, war ich mir sehr sicher, dass wir die besser nicht verbauen sollten. Aber hinten als Griff, um die Heckklappe zuzumachen, reicht sie alle Male. Klappe zu, wir gehen jetzt mal in den Innenraum. Wir fangen mal bei der Tür an. Da haben wir natürlich auch die Türverkleidungen entfernt. Hier ist es so, dass wir hier von, ich glaube, das war auch von Carbontech, Carbon am Stück besorgt haben. Ja, ihr seht, spiegelt wunderbar. Dann gibt es vom Porsche die Türgriffe mit Beschreibung, damit auch keiner während der Fahrt mal die Tür aufmacht. Hier seht ihr nochmal den Käfig mit Seitenschutz. Man sagt zwar Überrollkäfig, aber eigentlich ist es gerade auf dem Nürburgring eigentlich am gefährlichsten, falls man mal irgendwo steht, dass einem einer in die Seite fährt. Dementsprechend ist das ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt. Ja, die Sitze habe ich eben schon erwähnt. Ich habe hier 2 verschiedene Sitze drin. Das ist einmal der Pole Position auf der Beifahrerseite und ich habe auf meiner Fahrerseite den SPG Profi. Der unterscheidet sich jetzt nicht sehr stark von dem Pole Position. Wie ihr seht, hat der höhere Wangen. Das heißt, man sitzt da schon noch mal deutlich enger oder der Sitz ist deutlich enger. Schrotgurte haben wir verbaut, das sind die breiten Gurte. Ja, das Lenkrad ist das originale Lenkrad, allerdings könnt ihr hier ganz gut sehen, das habe ich mit Alcantara beziehen lassen, was sich wirklich mega gut anfühlt. Verlinke ich euch auch mal den Kollegen, der das bezogen hat, da bin ich super zufrieden mit. Ja, dann setzen wir uns mal rein und ich zeige euch mal das Cockpit. Das ist das gewohnte Bild, was ihr meistens aus den Videos seht. Hier in der Mittelkonsole haben wir noch 2 zusätzliche Knöpfe verbaut. Seht schon, hier steht es dran, schön beschriftet. Also hier können wir den Lüfter manuell zuschalten. Das ist im Stand oder wenn man an der Döttinger Höhe im Stau steht, schon sehr wichtig. Und das ist noch die Versorgung für den Abgastemperatursensor, dass man auch das manuell an- und ausschalten kann. Für die Optik haben wir auch ein bisschen was getan. Also hier haben wir ein paar Carbonblenden verbaut. Muss ja auch ein bisschen sein. Und dann eben das Alcantara-Lenkrad. Ja, und hier schaut auch schon ein kleines Teil raus. Das kennt ihr auch aus den Videos teilweise. Das ist die Vorrichtung für die 4 geprüfte Fliegenklatsche mit Teleskoparm. Hier kann man dann wunderbar die Saisonkarte vom Nürburgring dran packen. Ja, hier habe ich den Race Navigator One verbaut. Hiermit nehmen wir ja eigentlich alle Telemetrie-Geschichten auf, GPS-Speed, was ihr immer in den Videos seht. Hier oben drüber habe ich dann die 4K-Kamera. Man muss ja dazu sagen, der Race Navigator ist ja ein reiner Datenlogger und hat da jetzt nicht das Hauptaugenmerk auf der Videoqualität. Deswegen müssen wir da oben noch mal ein bisschen nachhelfen. Das schneide ich dann immer rein. Allerdings haben wir hier 3 Kameras. Wir haben hier einmal die Kamera, die auf Fahrer und Beifahrer zeigt. Einmal eine Kamera, die noch nach vorne zeigt. Und dann seitlich eingesteckt ist das Kabel für die Kamera, die wir in der hinteren Stoßstange verbaut haben. Das kommt eigentlich auch ganz gut an. Leider hat die ein bisschen zu viel Weitwinkel. Da muss man schon nah ranfahren. Aber da haben wir ja auch ein paar Kandidaten, die das auch gut können. Ja, das mittlere Display, was wir hier sehen, da kriege ich auch immer sehr viele Kommentare zu.
Das ist ein ganz tolles Gerät von Kencheck. Ich werfe es mal an. Das Ganze ist ein Datenlogger. Und nicht nur das, wir können uns hier sehr, sehr viele Werte anzeigen lassen. Ich mache es mal scharf. Ja, wie ihr seht, haben wir da von Öltemperatur, Wassertemperatur, Ansaugtemperatur und auch DSG-Öltemperatur. Können wir uns das anzeigen lassen. GPS-Speed, Ladedruck, Hoch- und Niederdruck von den Spritpumpen wird hier mit angezeigt. Drehmoment, Zündwinkel, Rücknahme, Lambda, ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt. Und dann haben wir zusätzlich neben dem Ölstand haben wir dann auch noch mehrere Sensoren verbaut. Also hier oben die beiden Öltemperaturen sind vor und hinter dem Ölkühler. Das heißt, da können wir eigentlich wunderbar sehen, mit welchen Temperaturunterschieden wir da arbeiten. Dann gibt es noch einen Abgastemperatursensor. Der ist dann auch, ich glaube, direkt hinterm Turbo verbaut. Auch wunderbar zu sehen, was die Abgastemperatur da macht. Und das Geniale an dem ganzen Gerät ist auch wirklich, dass man, ich simuliere es mal gerade, Start, Stopp drücken kann und dann loggt er alle Daten mit. Und die kann man sich nachher dann in Ruhe anschauen und kann dann sehen, was die ganzen Temperaturen auf der Runde gemacht haben. Weil während der Runde schaut man ja da nicht so häufig drauf, da kann man sich das alles im Nachhinein nochmal anschauen. Ja, was auch ganz wichtig ist, wir schauen ja beim Fahren auf der Rennstrecke da nicht so häufig drauf, zumindest nicht im Detail. Aber was direkt ins Auge springen sollte, ist natürlich eine Temperaturveränderung in den Bereich, den wir nicht wollen. Und somit kann man dann bestimmte Temperaturen einfach auch dann rot hinterlegen und das fällt dann schon an der Position hier ins Auge. Ich mache hier mal die Klappe zu. Ja, ist ein mega cooles Auto. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich konnte euch da ein bisschen endlich mal vom Fahrzeug zeigen. Ich würde sogar sagen, das ist der schnellste Fronttriebler, der auf dem Ring unterwegs ist. Das ist wirklich ein geniales Fahrzeug, was nach der Reise und nach dem Projekt jetzt endlich fertig ist und wirklich genial funktioniert. Ich werde auch da mit dem GT4, denke ich mal, eine ganze Zeit brauchen, bis ich da in diese Region rankomme. Ja, schreibt mir doch gerne die Fragen in die Kommentare. Wir haben ja noch zwei Fahrzeuge, den GR Yaris und den GT4. Kann ich euch auch gerne mal im Detail zeigen. Beim GT4 gibt es ja da noch keine einzigen Umbaumaßnahmen. Vielleicht folgt da auch noch was. Beim GR Yaris gibt es schon ein paar Veränderungen, die ich euch gerne zeigen kann. Schreibt doch einfach in die Kommentare, welches Auto ihr da als nächstes sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hat mich gefreut. Macht's gut. Eine schöne Winterzeit.